Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den MX5. Und wie ihr gerade am Anfang schon gesehen habt, ich habe vorne erstmal ein paar Sachen auseinandergenommen. Ich habe jetzt erstmal Kotflügel und Frontstoßstangen abgenommen, denn heute in dem Video werde ich dabei gehen und das ganze Auto so ein bisschen auseinanderbauen. Was ich aber jetzt auf jeden Fall als erstes machen werde, ist einmal die komplette vordere Aufhängung, genauso wie die hintere Aufhängung, komplett einmal auseinandernehmen, beziehungsweise komplett erstmal ausbauen, irgendwo hinlegen und das Ganze werde ich dann im anderen Video oder in einem separaten Video werde ich das dann komplett neu lagern. Ja, ohne jetzt viel weiter zu reden, werde ich jetzt dabei gehen. Wie gesagt, Front abbauen, also Frontaufhängung abbauen, hintere Aufhängung abbauen, vorne ein bisschen was abbauen und ja, mal gucken, wie weit ich komme und ja, das seht ihr jetzt. So, wie ihr hier seht, die Front und das Heck ist jetzt auseinandergebaut, beziehungsweise die Aufhängung vorne und hinten ist jetzt auseinandergebaut. Ich habe jetzt hier nur einen liegen, der andere liegt da vorne. Ja, an sich relativ easy. Ich hatte ein bisschen Probleme, gerade bei dem hier vorne, das ist, glaube ich, vorne rechts. Ja, da musste die Schraube leider durchgeschnitten werden, weil sich diese Schraube zum Sturz verstellen und sowas. Die wollte sich einfach nicht lösen, musste ich dann durchschneiden. Ich werde jetzt in diesem Video noch nicht die ganzen Sachen neu lagern, sprich die Sachen auspressen und dann komplett neue Polyuterän, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, neue Poly-Bushings reintun. Ja, das werde ich nicht in diesem Video machen. Ich werde die hier jetzt erstmal genauso, wie sie sind, hier so im Pack sozusagen, also halt zusammengebaut, werde ich jetzt erstmal da irgendwo ins Regal legen, weil so habe ich dann halt noch alles in einem Paket und wenn ich das alles neu mache, kann ich das alles auseinanderbauen und dann habe ich das nicht irgendwie, keine Ahnung, manche Sachen habe ich dann da liegen, manche habe ich da liegen und sowas. Dann habe ich das alles in einem Paket, kann das so rausholen, kann es eben auseinanderbauen, neu lagern und ja, dann komplett hingehen und das alles wieder zusammenbauen. Ich werde auch nochmal hingehen, die ganzen Sachen hier einmal sauber machen, wie hier oben drauf, da ist so ein bisschen Rost und so ein bisschen Dreck. Werde ich alles neu machen, also nicht neu, sondern sauber machen und dann nochmal neu lackieren, gucken, ob ich das irgendwie gesandstrahlt kriege. Ansonsten werde ich da eben mit der Flex oder sowas beigehen, ja nicht mit der Flex, aber mit so einer Drahtbürste beigehen und das alles dann eben sauber machen. So ist der Plan jetzt erstmal damit. Das bleibt jetzt hier erstmal so stehen. Was ich jetzt genau mache, ob ich jetzt unten nochmal, also hier den Subframe rausnehme, weiß ich jetzt noch nicht. Aber das wird sich höchstwahrscheinlich klären, wenn ich den Motor erstmal und sowas draußen habe. Gucken, ob ich da noch den Subframe rausnehme, den einmal komplett sauber mache. Die Bremsleitung, genauso wie die Bremse an sich, wird auch nochmal komplett neu kommen. Ich denke, dass ich bei der Bremse auf ein Big Brake Kit gehe, weil für die Mehrleistung sollte man doch ein bisschen größere Bremsen haben als die Serienbremsen. Und da werde ich halt einfach mit einer Stahlflex-Leitung hingehen. Hinten werde ich, denke ich mal, auch hingehen. Natürlich neue Bremsleitung. Subframe, weiß ich nicht, ob ich ihn rausnehme, weil Differential hängt ja auch noch drin. Und das Diff ist ja gerade auch erst neu gelagert. Gucken, ob ich da den Subframe rausnehme. Aber hier werde ich einmal alles komplett sauber machen. Natürlich genauso wie das hier machen. Das werde ich aber in einem separaten Video machen. Ja, was da genau gemacht werden muss, werdet ihr dann erfahren. Ich werde jetzt nochmal hier vorne hingehen und die Front komplett auseinanderbauen. Was heißt komplett auseinander? Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil ich das alles schon gemacht habe und das jetzt im Prinzip danach aufnehme. Deswegen, ich werde vorne Ölkühler, Ladeluftkühler und vorne diesen Bumperschutz da oder Bumperhalter.
Stoßstangenhalter, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Das werde ich jetzt mal eben ganz fix machen. Das dauerte nicht lange. Ja, das zeige ich euch mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, vorne ist jetzt auch alles ab. Wie gesagt, das war jetzt nicht irgendwie schwer oder viel Aufwand. Ich habe hier vorne den Ölkühler abgenommen und natürlich auch noch den Ladeluftkühler. Wasserkühler bleibt jetzt erstmal eben kurz drin. Da werde ich höchstwahrscheinlich die Tage beigehen und den ausbauen. Hier sieht man auch noch die Ölleitung, die ich hier liegen habe, die ich relativ dumm früher gelegt habe, weil die Ölleitungen sich angefangen haben schon da vorne am Blech, also hier vorne. Top-Ding. Sieht man das genau hier? Ich glaube, das sieht man gar nicht oder relativ schlecht. Ja, hier. Die haben sich schon ein bisschen hier dran aufgerieben. Werde ich natürlich alles nochmal vernünftig machen und nicht so legen, wie ich das jetzt gelegt habe. Ich werde hierfür, genauso wie beim RX8 ich das gemacht habe, werde ich hingehen und die ganzen Sachen selber machen. Jetzt habe ich halt von Mishimoto welche genommen und dann mit da so 90 Grad Dingern oder Adaptern bin ich dann auf den Ölkühler drauf gegangen. Genauso wie hier bin ich dann da unten irgendwo lang gegangen und dann hier drauf und dann hier hinter und die Leitung ist auch viel zu lang. An sich, wie gesagt, ich habe auch hier den Bumperschutz oder den Stoßstangenhalter abgemacht. Hier werde ich höchstwahrscheinlich hingehen, das einmal komplett abschleifen, dann neu lackieren, genauso wie ich den Motorraum lackieren werde. Dann werde ich da alles in einem Schwung machen. Hier die Kabel, ich habe absolut keine Ahnung, wofür dieses Kabel ist. Ich dachte mal, das ist für einen Lüfter, aber das ist anscheinend nicht für einen Lüfter, weil die, ja gut, ich kann den Lüfter nicht zeigen. Doch, da. Die Lüfter haben einen ganz anderen Anschluss. Keine Ahnung, wofür das hier ist. Falls irgendjemand weiß, wofür die sind oder wofür der Vorbesitzer die mal hier liegen hatte. Ja, höchstwahrscheinlich sind für Mazda, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wo das Ganze herkommt. Hier hat er auch irgendwie für die Hupe ein Kabel rausgenommen. Warum auch immer. Weil das sieht mir nicht so aus, als wenn das von Mazda original wäre. Hier muss viel dran gemacht werden. Hier wurde viel dran gefuscht. Nicht nur von mir. Mit dem ganzen Kabelstrang und sowas habe ich eigentlich relativ wenig mit zu tun. Gerade hier vorne. Das muss ich auf jeden Fall schön machen. Aber das werde ich machen, wenn der komplette Motor erstmal raus ist. So, das war es mit dem Video. Ist jetzt ein etwas kürzeres Video. Ich habe jetzt im Prinzip auch nur die hintere und vordere Aufhängung auseinandergebaut, genauso wie vorne ein bisschen was auseinandergebaut. Nichts Spektakuläres, aber muss halt auch gemacht werden und das will ich halt auch sozusagen dokumentieren oder in einem Video halt zusammenfassen. Ja, in den nächsten Videos wird es darüber gehen, dass ich einmal den Motor komplett, also den Motorraum komplett auseinanderbaue, also alles raus und dann auch noch den Motor raus. Ich werde hinten noch was an den Kotflügeln machen. Das werdet ihr aber sobald sehen, sobald das Ganze fertig ist, beziehungsweise sobald ich da an den hinteren Kotflügeln fertig bin. Und ja, wie gesagt, Motor ausbauen, da wird es jetzt auch noch die Tage beigehen. Aber was ich noch sagen wollte, ich habe vor kurzem die 2000 Abonnenten geknackt. Dafür erstmal dickes Dankeschön an jeden, der die Videos guckt, abonniert, liked, kommentiert und sowas. Ist insane nice. Danke dafür. Ist schon eine sehr, sehr große Zahl und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich jetzt von 2021 bis 2022 die 1000 Abonnenten mache, also von 1000 bis 2000 Abonnenten. Ist insane krass, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen dickes Danke an euch. Ja, aber jetzt würde ich auch schon sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Sagt mir warum, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.